Wie ihr seht, habe ich heute ein Urinalkondom dran. Mit einem Bettbeutel. Du möchtest heute einiges darüber erzählen? Man bekommt es auf Rezept von der Krankenkasse bezahlt. Also das heißt, man braucht schon einen triftigen Grund eigentlich dafür, um das überhaupt von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Der Hausarzt kann es verschreiben. Okay. Und dann bekommst du 30 Stück. Du hast selbstklebende Urinalkondome. Okay. Gibt es noch andere? Es gibt 2 Arten. Einmal Also es gibt einmal das selbstklebende und einmal eins mit Klebestreifen. Da macht man einen Klebestreifen um den Penis rum. Und dann rollt man das Kondom darüber ab. Ist es dann auch so, dass es eigentlich wie bei normalen Kondomen auch verschiedene Größen gibt oder gibt es da Einheitsgrößen? Verschiedene Größen gibt es da. Da bekommt man eine Schablone. Und dann kann man gucken, was man braucht. Also man kann es dann abmessen sozusagen. Und es ist besser, wenn man eins kleiner nimmt. Okay, weil sonst kann es passieren, dass es wahrscheinlich verrutscht. Okay, aber auch wenn es jetzt eine Nummer klein ist, ist jetzt nicht, dass es dich irgendwie stört oder unangenehm ist. Nee, also merkt man gar nicht. Okay. Und du hast jetzt vorhin gemeint, du benutzt Bettbeutel. Gibt es da noch andere? Es gibt auch Beinbeutel. Die sind bei dir etwas problematisch. Weil du deine Beine bewegst. Das rausreißt, du vielleicht auch an den Verschluss kommst, der sich löst oder es doch dann irgendwie vielleicht ein Loch entstehen kann, schneller platzen. Aber andere Rollstuhlfahrer haben Beinbeutel, die sich nicht bewegen. Okay, gut, das muss man ja immer aus Behinderungsbild einfach anpassen dann. Du gehst auch so in die Stadt? Mit dem Bettbeutel? Du hast damit auch kein Problem? Und jetzt hatte ich bis jetzt auch darauf noch keiner angesprochen. Okay.
Eine Hose. Und dann mein Oberle auch über ja, Also du ziehst deine Hose an und dann machst du auch dein Oberteil über die Hose drüber Ja. und dann, so sieht es ja eh. Dann merkt keiner was. Und kam es jetzt bei dir auch schon mal vor, dass es auch schon mal abgegangen ist, weil es nicht richtig festgeklebt wurde? Okay, ist dann was passiert oder hast du es noch rechtzeitig merken können? Nein. Du wurdest nass, okay. Also die Strumpfhose dann, wenn man es zum Beispiel 20 Mal macht, dann kommt es einmal vor, dass es dann abgeht oder so. Weil wir jetzt eh gerade schon beim Kleben sind, wie lange oder wie viele Stunden hält es dann? Klebt es überhaupt? Ja. So ein halber und bis einen ganzen Tag hält es an. Maximal 24 Stunden. Du hast auf deinem Kanal 2 Videos. Da zeigst du, wie man es dran macht. Mhm. Und auch ab. Du hast gerne Strumpfhosen an. Mhm. Wenn du ein Originalkondom dran hast. Mhm. Also wenn du ein Originalkondom trägst, dann ziehst du eine Herrenstrumpfhose an mit Eingriff. Weil du neue Videos machen wolltest, hast du dir genau diese Strumpfhose gekauft. Weil die eine Penishülle hat. Mhm. Da kann man den Schlauch dann rein, also rausführen lassen eigentlich. Und dann ist es auch gleichzeitig gut bedeckt. Das ist echt angenehm.